Nach 8 Wochen in Fellerwalder-Siel sind wir nun endlich startklar. Es gab natürlich wieder mehr zu tun wie erwartet und ehe man sich versieht, sind 2 Monate vergangen. Wir haben eine schöne Zeit mit der Familie verbracht, ein bisschen Seeluft geschnuppert und fangfrischen Fisch gegessen. Unseren ursprünglichen Plan, Richtung Türkei und Zypern zu fahren, haben wir vorerst über Bord geworfen. Denn für eine solche lange Strecke sind wir jetzt einfach zu spät dran. Wir haben beschlossen, uns erst einmal zum Überwintern Richtung Spanien auf den Weg zu machen. Unsere erste Etappe führt über Leer, wo wir uns von Freunden verabschiedet haben. Ein weiteres Mal nach Halberstadt zurück, um auch da nochmal Freunde zu besuchen. Und gerade mal einen Tag unterwegs erwarten uns auch schon die ersten Probleme. Unsere Dusche funktioniert nicht mehr. Wir sind gerade losgefahren und haben die erste Nacht im Wohnmobil verbracht, wollten dann morgens duschen und mussten dann feststellen, dass auf einmal unsere Dusche nicht mehr funktioniert. Es ist kein Wasser gekommen, die Pumpe hat nicht mehr gefördert, mal ja, mal nein. So, und dann haben wir ein bisschen geguckt, woran es liegen kann und haben dann recht schnell festgestellt, dass scheinbar der Mikroschalter in dem Hebelmischer defekt ist.
Wir haben im alten Wohnmobil ein anderes System gehabt. Da hatten wir in Klaus Bärbel 1 hatten wir ein Druckwassersystem. Das bedeutet, man hat eine Druckpumpe, die außerhalb vom Wassertank sitzt. Man hat einen Druckbehälter, so einen Ausgleichsbehälter, und man hat permanent Druck auf den Wasserleitungen. Das ist natürlich auch irgendwo ja ein gewisser Nachteil, wenn man ständig Druck auf den Wasserleitungen hat. Aber wir haben immer 100%igen Wasserdruck gehabt, auch vernünftigen Wasserdruck. Und hatten dann dieses Problem mit diesen Mikroschaltern nicht. Denn die andere Variante ist, man hat ein System, wo man eine Tauchpumpe im Wassertank hat und in jedem Hebelmischer, in jedem Wasserhahn ist dann ein kleiner Mikroschalter drin, der, wenn man den Wasserhahn aufmacht, betätigt wird und dann die Pumpe elektrisch ansteuert, dass sie anfängt zu fördern und somit dann Wasser kommt. Das ist eigentlich heutzutage, meine ich, überwiegend so, dass die meisten Wohnmobile so eine Tauchpumpe haben, anstatt eine Druckpumpe. Es hat natürlich den Vorteil, dass man nicht permanent Druck auf den Leitungen hat, sondern wirklich nur Wasser kommt, wenn auch Wasser gebraucht wird. Aber das bedeutet halt auch, dass in jedem Wasserhahn so ein kleiner Mikroschalter sitzt und die können irgendwann auch mal den Geist aufgeben. So, und der Mikroschalter in unserer Duscharmatur hat sich gedacht, Mensch, die sind jetzt los, jetzt haben sie ja scheinbar Zeit und ist dann kaputt gegangen. So, und den möchte ich jetzt ganz gerne wechseln. Dafür muss ich erstmal gucken, was da für ein Schalter drin sitzt und muss irgendwie gucken, dass ich einen organisiere, der ähnlich ist, dass ich den da auch vernünftig eingesetzt kriege. Ja, und damit lege ich jetzt mal los. Das ist unsere Dusche und hier haben wir eigentlich da den Wasserhahn. Wenn wir den aufmachen, kippen wir den nach hinten und es wird hier dieser kleine Mikroschalter betätigt. So, und ich habe jetzt den Wasserhahn hier abgenommen und da ist auch was vom Kunststoff weggebrochen gewesen. Und hier von dem Mikroschalter, da ist auch von dem Kontakt hier was abgebrochen. Also hat der wahrscheinlich, so wie es aussieht, einen Wackelkontakt gehabt. Deswegen hat er mal die Pumpe angesteuert und mal nicht. So, in diesen kleinen Mikroschalter, den muss ich jetzt hier irgendwie rausholen. Der ist, so wie es aussieht, da eingeklebt. Und ich muss natürlich irgendwo, werden 2 Adern von diesem Schalter abgehen und auf irgendeinen Klemmblock gehen, plus minus. Und da muss ich eben gucken, wo das ist und muss das Ganze eben erst einmal abklemmen. Bevor wir losgefahren sind, habe ich schon einen Schalter eingebaut. Unten bei unserem Wassertank, der das Kabel, was quasi die Pumpe ansteuert, da habe ich einen Schalter zwischengesetzt, damit ich die Möglichkeit habe, die Pumpe auch mal auszuschalten. Weil wir hatten das eine Nacht, da hat die Pumpe irgendwie ständig so Geräusche gemacht. Warum auch immer, die ist nun auch schon älter, deswegen haben wir uns auch eine Ersatzpumpe schon bestellt und aufs Auto geschmissen, sollte die mal den Geist aufgeben. Aber noch läuft sie, also kommt sie noch nicht raus. Die ist auch dann schnell gewechselt, wenn die mal kaputt gehen sollte. Und wir haben uns, wie gesagt, einen Schalter dazwischen gesetzt, dass wir die Pumpe auch ausschalten können. Das ist jetzt natürlich ganz praktisch, weil wenn ich da an der Mischarmatur rumfummel und die auf und zu mache und da kommt dann nochmal so ein bisschen Wasser, dann wird die Pumpe nicht angesteuert und ich setze dann nicht alles unter Wasser. So, der Klemmblock, wo die Kabel von dem Mikroschalter von der Dusche und von dem Mikroschalter vom Wasserhahn hier im Badezimmer drauf gehen, der sitzt hier unterm Spültisch und zwar da vorne. Und wie man sieht, wurde der Mikroschalter vom Wasserhahn hier vom Waschbecken schon mal getauscht. Ganz professionell wurde das gemacht. Einfach mal eben zusammengetüdelt, ein bisschen Isolierband drum und gut. Funktioniert natürlich, aber man kann es auch vernünftig machen. Und wenn ich schon mal dabei bin, dann mache ich das einmal ordentlich. Eine der Schellen ist hier völlig vergammelt und verrostet. Die werden wir natürlich gleich mit austauschen, weil solche Schellen haben wir eigentlich immer auf dem Auto. Wenn wir hier alles schon aufhaben, dann können wir die direkt mit auswechseln. So, die beiden Kabelschuhe vom Mikroschalter habe ich abgekniffen, damit ich den Schalter dann nach oben rausziehen kann. So, dieses Kunststoffteil, das sitzt von oben
auf der Mischbatterie drauf und ist mit diesen 3 Schrauben befestigt. Die habe ich jetzt gelöst und dann kann man das Ding rausnehmen und dann kann man das mitsamt Mikroschalter quasi rausziehen. Und durch dieses Loch hier, durch dieses kleine Loch sind die beiden Kabel durchgeführt. So, hier ist der Mikroschalter und hier ist eine klitzekleine abgebrochene Ecke, die für einen Wackelkontakt gesorgt hat und die dazu geführt hat, dass der nicht mehr zuverlässig arbeitet. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich einen Mikroschalter finde im Internet, vielleicht bei Konrad oder so, der diese Maße hat und den ich ersatzweise verwenden kann. So, und für die anderen beiden Adern vom Wasserhahn, die da ja so schnell mal eben zusammengeknispelt wurden, gibt es Lötverbinder. Wir haben sowas immer auf dem Auto in den entsprechenden Größen 0,5 Quadrat, 0,75, 1 Quadrat, 1,5, 2,5 Quadrat. Die kann man immer gebrauchen. So, und das ist für solche Zwecke genau richtig. Damit kann man vernünftig die beiden Adern miteinander verbinden und auch vernünftig wieder isolieren. Da kommt dann ein Schrumpfschlauch drüber und dann ist das auch vernünftig und dann hält das auch. Ich habe gedacht, ich muss mich dumm und dusselig suchen, um so einen Mikroschalter zu finden, der in diesen Wasserhahn reinpasst. Aber zu meiner Freude bin ich ganz schnell fündig geworden, und zwar bei Obelink. Da gibt es exakt genau den Mikroschalter, den wir brauchen. So, ich habe den alten Mikroschalter raus und jetzt hier den neuen reingesetzt. Der passt super rein, sitzt fest. Und jetzt baue ich das Ganze wieder zusammen. Die Kabel am neuen Mikroschalter sind leider etwas zu kurz und deswegen werde ich sie jetzt verlängern und werde direkt die alten Kabel, die ich abgekniffen habe, mitsamt Kabelschuhen, werde ich an den neuen Mikroschalter mit Lötverbindern werde ich die Kabel verlängern. So, die Dusche funktioniert nun auch wieder. Wir schauen jetzt mal, was als nächstes so kommt. Ich hoffe, wir haben jetzt erstmal Ruhe, denn wir fahren jetzt in den nächsten Tagen immer weiter Richtung Süden. Wir werden uns ja auf den Weg nach Spanien machen. Wir werden über Luxemburg und Frankreich werden wir nach Spanien fahren und da erstmal den Winter verbringen. Und wenn ihr mitkommen wollt, dann schaltet das nächste Mal gerne wieder ein.